Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen Afrika und Sonnenaufgang. Und damit hallo und herzlich willkommen in Uganda im Queen Elizabeth National Park. Wir sind Yvonne und René und seit über 1000 Tagen leben und reisen wir in unserem Fahrzeug. Seit Anfang 22 sind wir nun in Afrika, abseits jeglicher Touristenpfade unterwegs, gerade im Südwesten Ugandas. Seid gespannt, was heute so passiert, denn wir versuchen unsere ersten Primaten zu entdecken. Wir gehen auf Schimpansentour. Drückt uns und euch die Daumen und habt einfach nur viel Spaß. Wenn's doch nur einfach ginge. Also wir haben jetzt Nachricht bekommen, dass wir es Schimpansentracking nicht individuell buchen können, sondern über einen Tour-Operator. Das versuchen wir jetzt hier über unsere Campsite. Mal gucken, ob es klappt. Und in der Zwischenzeit gehen wir einfach mal ein paar Löwen uns angucken. Wir sind ja mitten im Nationalpark und hier werden die Seitenstreifen gemäht. Ich möchte noch kurz betonen, dass in ungefähr 2,5 Kilometern liegt der Löwe im Baum. Da sind sie, unsere schönen Kätzchen. Aber so sind sie halt auch den ganzen Tag jetzt wahrscheinlich. Einfach nur relaxed im Baum hängend. Das soll man mal erkennen. 2 Löwinnen liegen ganz gechillt in den Astgabelungen eines Euphorbia-Kaktusbaumes. Und wie schon beim letzten Mal berichtet, nehmen Forscher an, dass die Löwen hier Schutz vor nervenden Parasiten suchen, die aufgrund der Feuchtgebiete der Region vermehrt auf Bodenhöhe vorkommen. Man muss aber schon ganz genau hinschauen, um eine Regung bei den beiden zu sehen, denn es ist später Vormittag und da halten die Damen ihren Dauermittagsschlaf. Der Regen kommt. Man sieht es eindeutig und man hört ihn vor allen Dingen schon. Aber so ein Typ wie ich, der hat keine Angst vor dem Regen. Der hat nämlich einen Schirm. So, wenn er so lässig mit dem Schirm rummacht, ist er gleich tritschnass. Es macht nichts, ich gehe jetzt Duschen. Jetzt nehme ich euch mal wieder mit hier in unsere warme, wunderbare Dusche, wie es hier so aussieht. Viel Platz. Wer von euch war denn schon mal so lange unterwegs, dass man weiß, wie toll so eine Dusche mit Platz und Druck in der Leitung ist? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Für uns ist es auf jeden Fall echter Luxus, den wir genießen. So sieht es jetzt mal bei uns aus. Es regnet gerade gar nicht so schlimm. Es sah eben schlimmer aus, als es jetzt geworden ist. Jetzt wird sich noch mal schön für die Schimpansen gemacht. Nochmal die Mähne durchgeschrubbt. Das sind ja immerhin unsere Verwandten, da muss man sich immer ein bisschen schick machen. Ist eine Strategie. Aber nicht, dass dann einer kommt und dich mir wegnimmt. Aua, nein, das wäre bei King Kong gewesen, mein Herz. Und ich glaube, da hast du keine Gefahr. Der war das. Ach, vor dem hätte ich auch keine Angst. Jetzt schleichen wir uns an unseren Nachbarn vorbei. Hier sind unsere Guards. They pay attention of us. Thank you very much. You're welcome. Bye bye. We have to move to the chimp track. So, jetzt geht's los. Mein Kamikaze-Fahrer rast über die Pisten, verscheucht alle Tiere, die es überhaupt nur gibt. Wenn die Frau sich morgens 3 Stunden lang die Haare kämmt und wir deswegen so spät unterwegs sind. Ja, ich bin's wieder. Ja. Ich wollte gerade relativieren, aber es macht nichts, dann lassen wir es dabei. Bullshit über ihn, Shitstorm über ihn. Hier ist der Elefant, hier ist der Checkpoint. Dann mache ich jetzt aber mal schnell die Kamera nach unten. Oh, jetzt müssen die doch noch aussteigen und machen und tun. Weil die auch immer hier nach Kongolesen gucken. Wir sind ja immer noch im Grenzgebiet zum Kongo.
Eigentlich ist das hier nur ein Fishpoint. Also hier gucken sie eigentlich nur, ob die Fische größer oder kleiner sind. Aber hier wird jetzt auch wirklich mal ist ein Police-Check, hier wird richtig Personenkontrolle gemacht. Ich kann euch sagen, das ist ganz schön kompliziert hier. Wir sind ja jetzt nach 1,5 Tagen Odyssee, wie man das Permit bekommt, hier angekommen. Jetzt haben wir wieder nicht alles richtig. Wir müssen noch den Parkeintritt bezahlen. Und das geht wohl scheinbar nur hier über das Office, wo wir schon waren, wo sie uns weggeschickt haben. Ja, ganz realistisch, das kannst du eigentlich vergessen. Wir gehen dahin, dann werden die wieder sagen, dass wir irgendwas irgendwohin bezahlen müssen. Wir müssen dann irgendwo in irgendeinen Laden gehen, irgendeinem das Geld in die Hand drücken. Der muss dann so eine Mobile Money Transfer machen. Das müssen wir halt machen, müssen wir halt nach dem Trekking machen. Jetzt fahren wir erstmal runter in die Gorge zum Startpunkt und jetzt geht es erstmal los. Aber es ist schon echt ein bisschen nervenaufreibend. Man ist aufgeregt, dass man dieses Gym-Track macht und jetzt auch noch immer diese bürokratischen, ich will schon biokratischen sagen, bürokratischen Hürden. Das ist schon ein ganz schönes Gezackere. Aber jetzt geht's los. Wir betreffen unsere Verwandten. Das ist ganz schön schmierig hier, fliegen ganz schön die Brocken und ich muss schon aufpassen, also manchmal gehe ich hier schon quer, dass ich hier nicht gleich im Graben lande. Die Jungs vorne haben eben auch schon mal ihre Freilaufladen Ja, die wollte eigentlich filmen, aber die tanzen auch immer wieder da vor uns her. Achtung hier. Das wird spannend, wenn wir zurückkommen, weil dann geht es leicht bergauf. Die Reifen setzen sich sofort zu. Das heißt, wir fahren hier die ganze Zeit mit so einer Art Slicks. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr seht, wie wir immer wieder mal rechts und links fahren. Das ist nicht das, was René dann einlenkt, sondern das ist das, was unser Auto selbstständig macht. Und hier geht es rechts und links. Die Gräben sind halt noch schmieriger. Also wenn du da drin hängt bleibst, dann ist kein Späßchen. Ich bin ein bisschen angespannt, muss ich gerade gestehen, weil das Auto relativ viele Bewegungen macht, die ich nicht steuere. Wir sind halt noch mal schwerer als unser Wagen vor uns. Ungefähr 2 Tonnen. Oh. Scheiße. Das ist funny hier. Ich dachte, ich mache ja einen Schimpansen laufen. Jetzt fahre ich hier die ganze Zeit durch den Matsch. Nicht, dass wir theoretisch was dagegen haben, aber heute war ich auf Laufen eingestellt. Das sind dann nur die Momente, wo selbst ich mal drüber nachdenke, dass unter Umständen so eine Seilwinde in solche Fälle ganz praktisch ist. Da hast du dich mal schnell wieder rausgeholt. René muss jetzt irgendwie versuchen, hier zu wenden, weil wenn es nachts regnet und wir müssen zurück, dann wird das alles nur noch schlimmer. Wir verstehen bis heute nicht, warum wir mit dem eigenen Fahrzeug in diese Sackgasse fahren mussten. In dem Turi Toyota war noch ausreichend Platz. Später werden wir auch noch Ärger deswegen bekommen. Mir wird schlecht. Gewendet. Diese Aktion musste leider mit vollem Gasfuß gemacht werden, denn wie ihr zu Beginn vielleicht gesehen habt, sind die Reifen komplett zugesetzt und dienten nicht mehr unterstützend. Daher musste die Kraft unseres 6-Zylinders herhalten. Schaut, wie schwer sich der leere Toyota schon tut. And we can see hippo spores. Das ist gar nicht so einfach, hier entlang zu laufen. Genau, unsere Schuhe sind schon zu. Jeder ist jetzt schon ganz still. Wir kommen ihm näher.
Das ist echt lecker hier. Meine Fresse. Das ist zum Pipi in die Augen kriegen. Wir haben sie vorhin schon mal gehört, als wir oben noch geparkt haben. Aber jetzt sind sie still. Jetzt hört man sie wieder. Jetzt hört man sie wieder. Da war man. Links und rechts. So that is why they named the river Chambora. Yes. And then Roland checkt the die Gorge ganze also Zeit. Chambora Gorge. Here in baboons, black-faced vervet monkeys, the blue monkeys. We have elephants that come to the gorge from the savannah, but these ones usually come when it's hot. And then apart from those, the cats also come to the gorge. Yes. Lions and then leopards are also permanent hotspots here. But we are not looking for anything apart from the chimps. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen übers Wasser tanzen. Jeder ist nass. Ich habe schon einen nassen Arsch. Immer nur zu dritt, weil sonst zu garkelig ist. In dieser 16 Kilometer langen und ungefähr 100 Meter tiefen Schlucht, die von diesem Fluss geformt wurde, leben ca. 80 Schimpansen, die die einzigen Primaten des Queen Elizabeth National Parks sind. Ein schmaler Waldkorridor am nördlichen Rande ermöglicht ihnen gelegentlich gegenseitige Besuche anderer Schimpansengruppen, was wichtig ist, um Inzucht zu vermeiden. Erreicht. Elephant Sign. Das da oben ist ein Nest, das haben sie sich gebaut. Oder da. Jeder Schimpanse hat ein einzelnes Bett, das sie sich jeden Abend wieder an einer anderen Stelle neu aufbauen. Nicht, dass sie das Zeug mitnehmen, das sammeln sie dann von den umliegenden Bäumen. Oder hier. Hier sieht man es ganz deutlich. Bewegung. There's a tempo. Unser Auto steht da. Ah. Gut. There's an elephant. Wahnsinn. Und jetzt können wir nicht weiter. Wir gehen jetzt gerade nochmal zurück und versuchen einen anderen Weg zu finden, weil eben hat uns ja ein Elefant quasi unseren Weg blockiert, der aber in die Richtung führte, wo voraussichtlich die Schimpansen sein sollen. Und jetzt versuchen wir nochmal einen anderen Weg zu probieren, der vorhin nicht ging, ob der jetzt vielleicht funktioniert. Aber das ist ja schon irgendwie geiler Urwald. Ich mag das ja. Ich finde das auch irgendwie ganz schön, wenn das nicht ganz so einfach ist, wenn man sich so die Tiere auch so ein bisschen erarbeiten und erkämpfen muss. Ich dachte eben, hier hätten wir für die Touristen ein paar Hängematten aufgehängt. Aber nein. Voll die Spinnenweben. Ich möchte nicht wissen, was da drin wohnt. Da wollten wir eigentlich drüber. Wir haben jetzt die Schimpansen gehört. Das Problem ist,
dass halt hier das Gebiet geflutet ist und die auf der anderen Seite drüben sind. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie über dieses geflutete Gebiet hier kommen. Weil es gibt keine weitere Brücke oder irgend sowas. Und mit Hippos schwimmen ist nicht so schön. Ah, da kann man drüber laufen. Das habe ich schon hier in Filmen gesehen. Wenn sie noch im Wasser sind, rennt man drüber. Und dann kommt Dynamik in die Situation. Wir kommen aktuell leider nicht weiter ran. Wir versuchen jetzt nochmal einen kleinen Vorstoß. Jetzt will ich sie schon noch sehen, muss ich sagen. Jetzt will ich da mal hier irgendwie dicht rankommen. Ansonsten wäre ich doch ein bisschen enttäuscht. Was eine Geräuschkulisse. Die anderen sieht man leider nicht. So, die jagen immer noch. Die sind immer noch am Jagen. Die Black-Collared Monkeys, das sind so schwarz-weiße, sind immer noch in den Bäumen drin. Deswegen machen die hier diese Geräusche. Das ist der Chef, the Giant Alpha Man, der hoch jetzt in den letzten Rest gegangen ist. Von hier. Von hier. Ups. Guck mal da. The second Alpha Man. Große Aufregung. Da kommen sie jetzt. René! Guck mal, wie schön. Und dann ist von jetzt auf sofort Ruhe im Wald. Schimpansen sind Allesfresser, die sich überwiegend von Früchten und Nüssen ernähren, aber gelegentlich auch in der Gruppe Jagd auf andere Tiere machen, wie hier auf die Kolubusaffen. Was aber nicht unbedingt nur der Nahrungsbeschaffung dient, sondern auch die Position in der Gruppenhierarchie stärken soll, insbesondere bei den Männchen. Sie scheinen aber auch sehr pragmatisch zu sein, denn während ihrer Jagd sind sie auf einen bereits reichlich gedeckten Tisch gestoßen, was zum sofortigen Abbruch aller Anstrengung geführt hat, und jedes Familienmitglied beginnt sich an den Früchten zu stärken. Wer kann mir denn sagen, was das für Leckerchen sein können? Check that one. Check that. Für uns geht eindeutig ein Traum in Erfüllung. Diese Tiere so nahe erleben zu dürfen, ist einmalig, und schnell können sogar wir schon eine Altersstruktur bei den Tieren erkennen, deren Jungtiere erst im Alter von 4 bis 5 abgestillt werden, die aber auch danach noch längere Zeit bei der Mutter bleiben. Während die Jüngeren also noch rumturnen und fressen, beginnen die Älteren sich bereits für ein Mittagsschläfchen ein Nest zu bauen. Was für ein Erlebnis, das sehen zu dürfen.
most times the intention is not to break, but just to fold and make something comfortable, then he will sleep. Because now they have got now somehow enough food, they can do some resting. The other one is their draw with the somehow like this body and like comfortable place. They are too wide. Die Ranger der Schlucht kennen ihre Tiere genau und erzählen uns viel über ihre Gewohnheiten und Familienstrukturen. Wieder einmal lernen wir, wie wichtig Natur- und Tierschutz ist, denn ohne diesen würde es diese Gruppe schon lange nicht mehr geben. Der Mensch beansprucht immer mehr Raum auf dieser Erde und drängt unter anderem diese wunderbaren Geschöpfe immer mehr ins Abseits. Mich persönlich faszinieren neben ihren Gesichtern besonders die Hände und die Füße, mit denen sie auch in der Lage sind, Steine oder Holz als Werkzeug zu nutzen, was wir selbst allerdings bisher nur im Fernsehen gesehen haben. Ihnen aber hier selbst in die Augen schauen zu können, offenbart uns oder vielmehr mir, wie viel Verstand sie wahrscheinlich in Wirklichkeit haben. Es ist einfach nur unfassbar. Und auch wenn es viele nicht mehr hören können, mein obligatorischer Spruch. Wenn euch die Filme gefallen, dann lasst uns ein Abo da. Das geht nur am Rechner oder einem mobilen Endgerät. Hinterlasst uns Kommentare und ein Like, damit wir angestachelt und motiviert durch euch bald die 10.000er-Marke überschreiten. Wer Lust dazu hat, kann uns über den PayPal-Link unter dem Video zusätzlich unterstützen. Und ansonsten wünschen wir einfach nur viel Spaß weiterhin. War halt schon sehr berauschend und fantastisch, das alles so zu sehen. Und ja, jetzt müssen wir uns aber erstmal auf den Rückweg machen. Nicht auf die Schnauze fallen. Und pünktlich, als wir jetzt zum Auto zurückkommen, fängt es an zu regnen. Das hätte ja auch noch ein bisschen warten können, bis wir oben wieder an dem Office sind, weil das wird den Pistenzustand nicht verbessern. Das ist, ja, aber schauen wir mal. Hier habe ich ja schon ordentlich umgepflügt hier vorne vorhin, schon gewendet zum Glück. Versuchen wir mal hier gerade rauszukommen, ohne irgendwo im Graben zu stecken zu bleiben. Das soll uns jetzt rausbringen. Na, Prost Mahlzeit. Vorne und hinten. Same, same. Ready for Rock'n'Roll. Tritschnass geschwitzt. So, mal gucken. Okay. Mit Untersetzung oder ohne? Wenn man anfährt, das Anfahren tut schon mal. Hier flutschig. Es regnet in Strömen. Wir sind jetzt glücklich von unserem Chip-Track zurück, aber wir müssen hier noch irgendwie neben der Gorge, neben der Schlucht, in der wir das gemacht haben, entlangfahren und es ist extremst schlammig. Wir sind die ganze Zeit schon hin und her geschlittert, jetzt kommt gerade der bessere Part, aber es regnet in Strömen. Da ist ein Wasserbock, der sich uns in den Weg stellt. Der muss sich ja wohlfühlen. Ja. Die optimale Rahmenbedingung. Das sind sehr schöne Tiere. So, Schätzchen. Und? Ob Tembo vor Freude bei so einem Wetter unterwegs zu sein tanzt oder möchte er uns eher seinen Protest mitteilen? Auf jeden Fall schert sein Heck immer wieder gefährlich zu beiden Seiten aus und wir halten den Atem an, ob wir es bei diesem strömenden Regen zurück zum Rangerposten am Rande des Nationalparks schaffen.
Zum Abschluss unserer Chimp-Tour sind wir jetzt hier nochmal auf dem Aussichtspunkt. Da sieht man den Anfang der 16 Kilometer langen Schlucht. Wir waren ja quasi fast am Ende, haben wir auf der Karte gesehen. Und unter uns hört man auch den Fluss, der hier entlang geht, der diese Schlucht gebildet hat. Es regnet jetzt in Strömen. Und hier ist vor allen Dingen das Wichtigste, hier ist eine Schuhwaschanlage. Ja, bis wir zurückkommen. Weil wir sind von Kopf bis Fuß dreckig. So, sauber. Na dann, geht's los. Er will erzählen. Jetzt muss ich doch loswerden. Jetzt haben wir unser wunderbares Schimpansentraining gemacht. Jetzt war es ja nur so, dass wir quasi keinen Parkeintritt bezahlt hatten, weil das ganze Gehässel ging ja über eine Agentur in Kampala und nichts funktionierte so, wie es funktionieren sollte. Und die haben uns aber diese Chimp-Tracking-Dinger da verkauft. Und naja, jetzt auf jeden Fall war es halt so, dass wir jetzt im Nachgang, Walter, der das Office beim Chimp-Tracking betreibt, der hat gesagt, oh, ich brauche aber noch quasi diese Eintrittstickets, sonst kriege ich hier einen riesen Tritt in den Hintern. Dann haben wir gesagt, na okay, dann besorgen wir diese Eintrittstickets noch. Dann sind wir jetzt hier wieder ins Head-Office gefahren, wie schon vor 2 Tagen. Und dann ging es los. Eintrittstickets kaufen einfach so ist nicht möglich. Man muss auch ein Eintrittsticket fürs Auto kaufen, aber ich habe gesagt, wir fahren ja gar nicht mit dem Auto rum. Lange Rede, kurzer Sinn, 1,5 Stunden Verhandlungen, damit ich im Nachgang freiwillig mein Geld bezahle. Ich hätte einfach wegfahren können, es hätte kein Mensch gemerkt, aber ich wollte ja Walter gegenüber irgendwie fair und ehrlich sein und dass der keinen Ärger kriegt. 1,5 Stunden habe ich versucht, mein Geld loszuwerden wieder. Und er ist tatsächlich, wie ihr merkt, er ist richtig erregt. Der ist aufgeregt gewesen. Der hat da fast rumgeschrien. Da Das ist für kam meinen Mann. Hinz und Bims kam da an, der Chef vom Chef, der Chef vom Oberchef und der Unterchef und ich bin bald durchgedreht. Die haben mich wahnsinnig gemacht und wollten dann laufen, dass ich für unser Auto $50. Wir sollten fürs Auto pur $50 bezahlen. Ich habe denen gesagt, das geht die doch in feuchten Furzen, wie wir da hinkommen. Wir nehmen ja so ein Boda, so ein Moped. Hier, so ein Moped. Wir laufen zu Fuß, wir fahren, was weiß ich ja. Aber nein. Am Ende haben wir es hingekriegt. Wir haben von einem Bekannten eine lokale Kennzeichennummer uns besorgt. Und damit waren sie dann irgendwann endlich zufrieden. Da haben wir dann $10 bezahlt. Aber das war jetzt ein ganz schönes Gehässel. Jetzt Und dann zur Belohnung eben, wollten wir jetzt hier am Straßenrand und da gibt es wie so Fladenbrote mit so Eiern drin, wollten wir uns welche kaufen. Sind wir wieder freiwillig mit unserem Geld, wollten das Geld loswerden, eintauschen gegen Leistung. Was sagt der Typ? I'm too busy. Ich so, was? Ja, you see, I'm too busy. Und hatte halt so 5 Laden in der Vorbereitung. Und nein, er konnte uns keins machen. Jetzt mussten wir wieder weiterfahren. Und ich bin hungrig wie ein Stier und vor allem, wenn wir jetzt weiterfahren, wir sind hier ungefähr 4,5 Kilometer vom Äquator entfernt. Und den wollte ich ja so ein bisschen zelebrieren irgendwie. Das ist ja doch ein Highland, mal über den Äquator zu kommen. Aber nein, Was ist das hier? es schifft wie Sau. Ich bin hungrig, gibt nichts zu essen. Das ist hier eine ganz schlechte Ausgangssituation, um ein Highlight seiner Reise zu begehen. Äquator Crossing. Aber jetzt müssen wir irgendwo am Straßenrand anhalten und dann beißen wir irgendwie einen toten Apfel oder sowas. Ihr merkt, das geht ihm echt nahe. Ja, Wir können ja auf dem Äquator stehen bleiben und frühstücken. rechts links frühstücken. Der eine, genau, du frühstückst auf der Südhalbkugel, ich auf der Nordhalbkugel, stellen wir uns genau quer drauf, kann jeder auf der einen oder auf der anderen Seite sitzen. Das wäre eigentlich ganz lustig. Und hier ist jetzt das Zeichen. Äquator, 1 Kilometer. Yippie! Ob wir das wohl schaffen, einer auf der Südseite und einer auf der Nordseite, das zeigen wir euch in der nächsten Woche. Jetzt möchten wir uns für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit bedanken. Hoffentlich haben die Väter mittlerweile wieder einen klaren Kopf. Ansonsten bleibt oder werdet alle gesund, habt eine gute Woche und wir sagen Tschüss und Bye-bye. Bis nächsten Sonntag.